Krone TV zeigt euch heute Teil 1 des von vorne zu öffnenden Schiebedaches vom Profiliner. Da gibt es zwei Versionen, die Basisversion und die Komfortversion. Und wir zeigen euch heute die Handhabung der Komfortversion, die du immer dann brauchst, wenn es schnell gehen muss, wenn du also regelmäßig mit deinem Fahrzeug ins Stahldepot fährst, damit der Hallenkran direkt vor die Stirnwand von oben ein paar fette Bleche legen kann. Und die dazu passenden Praxisbilder drehen wir zeitnah bei der Köstner Stahlgruppe in Plauen. Freut euch also jetzt schon auf Teil 2. Dass es sich bei unserem heutigen Demo-Fahrzeug von MB Stahltechnik um einen echten Stahlspezialisten handelt, sieht man schon an der geringen Fahrzeughöhe. Denn Stahl, das weiß man, ist sehr schwer und darum braucht es nur eine entsprechend geringe Innenhöhe, in diesem Fall von 2,20 Meter. Jetzt aber zum Doing. Dafür den Hebel am Spannverschluss entsichern und nach oben schwenken, um den Spannverschluss zu lösen. Die Dachhaube bis über den Totpunkt hochdrücken und dann die Stange am Ring an der Stirnwand oben rechts parken. Und nun kommt die Etscherstange zum Einsatz, die sehr bequem erreichbar am Langträger in Fahrtrichtung links untergebracht ist. Jetzt nur noch das Schiebedach entriegeln und an der Schlaufe von außen aufziehen. Und nach der Beladung wird das Cabrio wieder geschlossen.